gerade den M5 zum Trockeneinstrahlen zum Alex gebracht, hier nach Bensberg. Da filmen wir morgen früh für euch mal ab, was da Phase ist und wie das alles aussieht. Dann stellen wir euch auch mal den Alex vor. Wir haben jetzt hier gerade so ein bisschen Probleme mit unserem SMG-Getriebe. Entschuldigung, dass ich gerade nicht in die Kamera gucke. Ich musste die ganze Zeit rechts, links, rechts, links. Ja, wir haben auf jeden Fall Probleme mit dem SMG-Getriebe hier. Das will nicht so schalten, wie ich will. Blinkt immer irgendwas und dabei sollte eigentlich das Getriebe schon mal gemacht worden sein, beziehungsweise das Hydroaggregat. Ich hoffe, auf der Autobahn geht es jetzt klar. Wenn wir gleich stehen bleiben, haben wir ein Problem. Siehst du, jetzt geht er immer wieder in neutral, in 3. Ah, so eine Scheiße, ey. Es ist komplett neutral hängen geblieben, ey. Siehst du? Mhm. Weißt du, warte, ich glaube, wir fahren gleich wieder in die Firma, ey. Weil so macht das echt gar keinen Spaß, ey. Ja, gerade wenn jetzt so viel Stau ist, ey. Junge, voll Katastrophe, ey. Kriegen jetzt nicht mehr an, die Scheiße. Hang on a minute, bloke, something's not quite right. Ich rufe jetzt mal die Jungs von Burkhardt an, vielleicht können die mir was sagen, wie ich aus der Scheiße rauskomme. Mohe, alles klar? Nee. Ja, ich bin hier gerade, freue mich des Lebens, dass das Wetter wieder geil ist. Und jetzt bin ich hier mit dem M3 unterwegs und jetzt spinnt mir das scheiß SMG rum, ey. Ja. Das ist das zweite Mal. Wenn er gar keinen Gang mehr reinknallt, was passiert dann? Ja, es ist warm, das ist es. Ja, ich war im Stau vorher. Ja, der Yannick hat mich gerade, hier unser Kameramann, wir filmen gerade alles, ey. Weil wir wollten gerade eigentlich zum Andi hier, zu Subi Performance fahren und einen Block abholen. Und jetzt haben wir gerade noch einen anderen M5 gerade weggebracht zum Trockeneisstrahlen und hier mitten in Bergisch Gladbach hier auf einer stark befahrenen Straße wollte ich halt noch schnell Zündung an und dann springt die Kiste gar nicht mehr an. Gut. Hey, hast mir auf jeden Fall schon mal weitergeholfen. Ja, ich sag dir Bescheid, ne? Bis dann, ciao. Tschö. Also ich habe jetzt gerade mit Johannes Burkhardt telefoniert und er hat direkt gefragt, ja, Stop and Go. Yes, wir waren im Stau. Und dann hier noch ein bisschen Stadtverkehr. Und dann sagt er direkt, der E-Motor von der Hydraulikpumpe mit Flüssigkeit wechseln, dann ist das erledigt. Er meint jetzt, wir sollen ein bisschen warten, bis er auskühlt. Dann funktioniert er auch wieder, aber dann sollen wir wenig schalten und gucken, dass wir irgendwie nach Hause kommen. Naja, komm, wir warten jetzt erstmal und von daher ist es das jetzt erstmal gewesen, würde ich sagen. Scheiße. So, wir fahren wieder. Scheiße. Ja, jedenfalls versuchen wir jetzt mal so gut wie es geht erstmal in einem Gang zu bleiben und die ganze Nummer mal ein bisschen runterzukühlen. Und dann gucken wir mal, ob wir noch nach Hause kommen, gleich noch zum Andi fahren. Ich meine, wir haben ja noch 2 Autos da stehen, aber ich wollte heute eigentlich auch ein bisschen was früher nach Hause. Den Grill sauber machen und heute mal angrillen. Aber ich glaube, das wird nichts. Naja, auf jeden Fall vielen Dank an die Jungs von Burkhardt. Hat was gebracht. Und jetzt sehen wir einfach zu, dass wir irgendwie nach Hause öckeln, ey. Naja, bis später. Ja, wir laufen mit der Kamera jetzt gleich hier einfach rein. So, wir haben jetzt die Autos geswitcht. Das gibt's doch nicht. Passend. Alter. So, Autos gewechselt. Wir sind jetzt gerade hier angekommen in Siegburg-Spich. Ich habe dem Andi jetzt auch gar nichts gesagt darüber, dass wir mit der Kamera kommen, aber da vorne sitzen schon welche und die basteln da irgendwas. Ich glaube, die drehen gerade auch. Das wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn wir da einfach jetzt so unangemeldet reinkommen. Vielleicht fragen wir besser, oder? Nee, wir gehen da gleich einfach rein. Der kann auch nochmal erklären, würde ich sagen. Film einfach mal von außen gleich mal rein. Siehst du die? Kriegst du das größer? Der macht schon wieder ein neues Video, ey.
Ich hoffe, man sieht das. Der spiegelt zu sehr, ne? Ja, Komm, wir ja. gehen einfach mal rein. Moin! YouTube-Influencer. Pina aus. Die will auch essen einfach nur. Pina. Nee, wir dachten jetzt, Entschuldigung, wenn wir jetzt gerade hier eure Nummer crashen, aber ich dachte jetzt, wir machen zu dem Blog auch vielleicht was Cooles, weil du die Maschine neu hast. Ach so. Dass wir da ganz kurz nochmal erklären, wie und was wir da genau gemacht haben. Aber wie lange brauchst du hier noch? Gar nicht. Weil wir gar nicht richtig angefangen haben. Was ist das für eine Ölwanne? Mini R56. Ach, Gefällt du dir die? Scheiße, geil. Aus dem Vollen gefräst. Aber ist für einen Ring, ne? Ja, ja, der Typ fährt nur Nordschleife damit. Hat einen Liter mehr Ölvolumen, hast so Kühlrippen unten drin Was integriert. steht da drauf? Powered by? Krumm. Ach, das heißt, ihr habt die gar nicht gemacht, ihr habt die zugekauft. Nein, wir haben die für die Firma Krumm gemacht. Echt jetzt? Was kostet so ein Ballermann nachher? 1400, 1500 kommst gar nicht mit hin, ne? Gar nicht. Das Rohteil kosten aktuell 800 Euro. Ja, ey, Preise sind echt massiv hochgegangen, ne? Katastrophe, also weiß ich nicht. Wenn es irgendwie noch halbwegs realistisch sein soll und wir 5 Stück machen dürfen, 2000 Euro pro Ölwanne. Ja, ne? Ja. Ja gut, wenn einmal das Programm steht, dann läuft die Nummer, ne? Aber trotzdem. Ja, oder nicht? Nee, irgendwie so. Das war schon echt Baustelle. Martin, warum war so viel Baustelle? Erzähl mal. Ja, ihr macht mal, wir gehen mal rein, ne? Ja, du kannst auch gerne mit uns hier bleiben. Ja, soll ich das? Kannst du, ja. Warum? Ja. Du hast ja auch immer Fragen, weißt du? Warum war so viel Baustelle? Erzähl mal von A bis Z. So, Hallo. Du hast eine tolle Kamera. Heute eine andere Kamera. 7.3. also wir sind jetzt gerade ganz kurz bei Andi, holen unseren Block ab. Das ist der ja. Das ist der. Ja, Weil ich habe das jetzt auf dem Video gesehen, was du am Sonntag gepostet hast mit der neuen Hohnmaschine. Und wir mussten jetzt tatsächlich die Hauptlagergasse so nacharbeiten, weil die Standard wäre so tot gewesen vorher. ja, richtig. Ihr habt die Backplate 1/10 abgetragen Ja. und dann wieder zusammen und dann die Hauptlagergasse Genau, wird gemacht. die Bohrung ja kleiner, ne? Ja, ja, klar. Richtig. Und Und es dann gibt auch keine Probleme in Simmeringen, vorne, hinten. Gar auch nicht. hier vorne ist ja dieser eine Simmering drin. Ne? Ja. Den haben wir auch auf Maß geholt, dass Okay. das wieder ins alte Maß kommt und vorne sowieso. Ja, okay. Da ist kein Problem. Weil das Ja. war nämlich so ein Block, der geisterte erstmal in einem BMW-Forum irgendwie rum. Ja. Und da sah es so aus, als hätte der wirklich Metallabrieb, so wie ihr da vorne dreht oder fräst. Ne, so einen Span hast du da drin. Und der hat auf fast allen Lagerrücken im Block und in der Backplate hat er im Grunde sich so feine Späne rausgedreht. Ja. Und so sah der nämlich auch aus, weil er hatte überall Rillen. Also du siehst jetzt, werf mal einen Blick da rein. Das ist gar nichts. Ja, also die Oberfläche ist wieder glatt geholt. Die Oberfläche ist fast wie original. Ja, bin ich doch glücklich. Gehen wir hier gerade durch. Und dann, nachdem wir... Warte, lass mal kurz filmen. Ja. Und nachdem die Backplate dann eben abgeplant wurde, ist das Ding hier auf das Hauptlagergassen-Bohrwerk. Ja. Da haben wir dann 500, 800 für Endmaß gebohrt. Und mit dem hast du Endmaß gemacht. Mit dem habe ich Endmaß gemacht. Und da muss man aber ein bisschen aufpassen. In dem Video war der Motor andersrum drin, um zu zeigen, wie die Maschine funktioniert. Ja. Du hast aber hier Aluminium Und da hier Stahl. gesintertes Material. Ja. Ja, und das ist so, Aber das kriegen die tatsächlich im Werk auch sehr, sehr schwer hin. Ja. Selbst bei den N57 Dieselblöcken haben wir neue Blöcke gekriegt und die waren neu schon krumm. und dann haben wir den gedreht, extra, also Ja. auf eine andere Haltevorrichtung, sodass unten dieses, was viele immer fragen, was macht das Gewicht der Hohnahle aus? Und da können wir jetzt eigentlich mal zu den Spezialisten gehen, denn wir haben den Motor gemacht und dann kamen die Jungs, die uns die Einweisung in die Maschine geben, beziehungsweise Alex ist gerade mit denen dran. Und wir können mal hören, was die dazu sagen, das Gewicht der Hohnahle, wie sehr ist es entscheidend. Ich sag, wenn du zwei unterschiedliche Materialien hast, ist schon gut, die harte Material unten zu haben, ne? Ja. Weil sonst, glaube ich, zieht sich das mehr dann in das Aluminium rein. Ne? Aber wenn du das richtig machst und ordentlich alles vorher einstellst, was wirklich viel Arbeit ist, dann kommst du auf ein gutes Ergebnis. Ich habe dir auch ein Protokoll, ne? Also wir sind hier 100 plus minus perfekt. Ja, das ist super. Ja, sollen wir gerade drüber, sollen wir so fragen oder können Ja, wir komm, uns wir gehen mal zu den Kerlen rüber. Ich nehme mal den Wagen hier mit.
Komm mit, kleiner V10. Alle sind ja nur 8. Hallo Robert! Ja. Du weißt, bei uns ist es immer Kamera-Action. Ja. Robert arbeitet als, wie nennt sich das? Mädchen für alles. Mädchen für alles. Nee, du bist eigentlich Ja, staatlich geprüfter Maschinenbautechniker, ja. staatlich geprüfter Maschinenbautechniker. Schwerpunkt Technik, Hohntechnik. Im Moment ja. Im Moment ja. Er arbeitet im Prinzip bei Sun in Deutschland und kennt sich sehr damit aus. Frage, komm mal kurz, ich habe echt eine Frage an dich. Wir haben hier unten Stahlböcke drin, oben Aluminium. Ja. Wie sehr ist das Gewicht der Hohnaale fließt irgendwie in die Bohrung ein, wenn man hohnt? Ich hatte... Das kommt auf das Gewicht der Hohnaale natürlich an. Wenn man hier sieht, zum Beispiel eine Stahlaale, Genau, die hier ist aus Stahl. wesentlich schwerer wie die aus Aluminium. Und je höher das Gewicht, desto mehr versetzt man quasi die Achse nach unten. Ja, okay. Und gut, das kommt natürlich drauf an, wie ist das Material. Wenn das Aluminium natürlich unten ist, dann nimmt es natürlich von dem Aluminium, weil es schneller zerspart werden kann, wesentlich mehr an Millimeter nach unten einfach weg. Also würdest du schon sagen, dass wenn man das so macht, dass das dann oval werden würde? Ja. Ja? Ja. Aber ist es eigentlich oft der Fall, dass du diese Problematik gestellt bekommst? Weil es ist ja schon öfter mal der Fall, dass hier so... Das ist ja gerade bei Dieselblöcken. Aluminiumkurbelgehäuse und gesintertes Material oben. Genau, und dann dementsprechend Stahl unten, weil man es dementsprechend auslegen kann. Und dann sollte man auf jeden Fall den Stahl oder das härtere Material auch nach unten legen. Ja. Also wenn ich das Aluminium nach unten lege, dann gibt es da eigentlich einen speziellen Stein für, der gut für die beiden Materialien so ein Zwischending ist? Ja, wir haben ja dementsprechend hier einen Aluminiumoxid Stein drin, der eine relativ hohe Schleifkornanteil hat, Ja. so dass er wenig verschleißt eigentlich. Mit einer festen Bindung. Mit einer festen Bindung, Ja. so dass die Körner länger in der Schleifleiste drin bleiben und nicht so schnell ausreißen. Dadurch ist der Stein stabiler und kann dann halt besser die Form. Ja gut, also wir sind mit der Kasse auch gut geworden. Wir haben 100stel Toleranz von den Böcken, damit bin ich eigentlich hier sehr zufrieden. Es ist auch wirklich komfortabler auf dieser Maschine zu machen als in meinen vorigen. Damals von Hand, ne? Ja, das war so ein bisschen, weißt du, das Coole ist, du hast nämlich das Problem, die Hohnaale, ich will es dir, ja komm, wir zeigen kurz an der Hohnaale. Du holst hier durch und du hast ja hier ganz viele verschiedene Steine. Ja. Und du musst die alle auf die gleiche Höhe bringen, die Steine. Wenn du hier rüber fühlst, merkst du, dass da darf kein Absatz sein. Kein Übergang sein. Die ist jetzt noch neu, die hat jetzt noch einen Übergang, Ja. weißt du? Und die muss egalisiert werden, die muss auf eine Höhe gebracht werden. Dafür, gehen wir mal kurz darüber. Um die Kollegen auf eine Höhe zu bringen, gibt es dann solche Egalisierhülsen. Ja, verstanden. So, das funktioniert aber nicht so leicht, weil das würde sehr wenig verschleißen am Stein. Deswegen gibt es so eine abrasive Diamantpaste, die man da drauf Die macht. packst du dann nochmal da rein. Die packe ich auf die Steine Ja. und dann egalisiere ich die Hülse hier auf dieser Maschine. Das ist im Grunde ein horizontal Hohnwerk hier. Ja, richtig. Ja. Damit kannst du Pleuel und so holen. Ja, Dann ja. egalisiere ich mit dieser Hülse hier, bis ich merke, dass der Druck überall gleichmäßig Ja, ja. ist. Dann weiß ich, dass das straight ist und dann können wir auf die Maschine. Und das Problem ist, wenn du nicht diese Maschine hast, dann machst du dir die Hohnaale innerhalb von einem halben Motor sofort wieder Ja, kaputt. guck mal, weil die ganzen Dieselblöcke, die hast du ja auch hinten auf dem Hauptlagergassenbohrwerk immer gemacht. Ja. Ja, was macht die Maschine jetzt nochmal besser? Ich habe die auf dem gemacht Ja. und dann habe ich die nochmal gehohnt, die letzten Hundertstel. Ja. Ich habe das immer auf zwei Sachen gemacht. Nur ich erkläre jetzt, du musst vorstellen, jetzt ist die Gasse komplett gerade. Ne? Ja. Und
Also die Ahle, alles gerade. Und wenn du das jetzt so per Hand hier rumnudelst, dann hast du einen nicht präzisen Hub. Denn dann bist du vielleicht mal ein bisschen länger verstanden. und ein bisschen weniger so. Und dann verschleißt die ungleichmäßig. Das ist auch genauso wie als würdest du einen Zylinder holen. Das ist auch ähnlich. Bleibst du zu lange unten. Ne? Genau, richtig. Ja. Und das Problem ist, beim Zylinder ist es ja so, dass du da nur einen Stein hast oder 2 Steine hast, aber der Zylinder dann krumm wird. Hier wird die Ahle krumm und macht die auch gleichzeitig die Hauptlagergasse wieder krumm. Und das eigentlich Hauptlagergasse das Wichtigste am ganzen Block. Ja, auf jeden Fall. Also mitunter. Und das ist das Coole hier. Du hast hier Anschläge. Ja, das habe ich in dem Video gesehen. Und du kannst dann genau den richtigen Hub machen, die ganze Zeit permanent und hast dann nicht das Problem, dass die Ahle irgendwie dir verläuft oder so. Wenn wir gerade schon über Hohn sprechen, wäre das nicht noch zusätzlich geil gewesen, wenn du einen gewissen Widerstand angezeigt bekommst, den du hast? Ja, klar. Ich bin mit dem Ding auch nicht ganz zufrieden, weil der hat nur einen Gang, der hat keinen Leerlauf, wir können den nur ganz schwer drehen und der hört sich an wie ein normaler Bohr. Ja, also das Ding hat schon Power oder so. Funktioniert auch, also ich bin jetzt echt zufrieden, aber ich glaube, hier könnte man was optimieren. Bei einer Hohnmaschine kannst du einen Leerlauf stellen. Ja. Ne? Und du kannst, gerade bei unserer, ich zeige ja hier auch digital an, aber wir haben noch die 16er. Ja. Und dann siehst du halt immer dieses, wie nennt sich, Loadmeter. Aber das ist auch ganz viel Gefühl, du merkst das. Ne? So, und ja. Ich meine, wir können schon vom Glück sprechen, dass wir den überhaupt retten konnten, weil du hast ja auch schon Hauptlagerschäden gesehen, die dann gerissen sind in den Block rein. Da hat der Kunde echt Glück gehabt. Deswegen wollte ich das jetzt auch unbedingt mal zeigen. Erstmal wegen der Maschine. Also ich hätte sie mir nicht gekauft, aber du kaufst ja jede Scheiße. Ne? Das ist dann in mir wächst das so. Verstehst du? Ich habe ein Video gemacht, wie ich sage, ich kaufe nicht so eine Maschine, weil es zu teuer. Ich mache das so provisorisch, hat auch immer funktioniert. Und dann 2 Jahre später? Ja, nicht mal 2 Jahre. Dann nervst du, dann arbeitest du damit, dann stört dich der Ablauf, dann sieht das nicht schön aus. Dann ist das so dieses Gesamtkonzept und dann kommt der und sagt, hey, ich glaube, wir können noch mal Umsatz machen. Und dann sagt er, ja, bestell. Ja, so aber das kostet so was, 50 Mil? Ja, das Schlimme ist, ne, also die eine Ahle kostet 4.500, ne? Und es ist ja auch nicht so, dass das ein System ist, was von alleine direkt Geld verdient und funktioniert, sondern... das ist im Grunde nur zu perfektionieren. Ja, und das ist natürlich auch viel Arbeit. Also der Kerl, der ist hier mitten beschäftigt, ne? Ja. Also das ist nicht so, dass das so wie eine CNC-Maschine, wenn die gut programmiert ist, einfach läuft, sondern da musst du richtig Handarbeit die ganze Zeit reinlegen. Ja. Das ist der gestiftete Porsche-Block, ne? Ja, der muss jetzt geholt werden. Was haben die gemacht? Büchsen? Ja. Ich bin echt gespannt, ey. Aber wieso stiften? Ich meine, die Dinger halten ja so... Kunde wollte das. Also es ist so geil. Also wir dachten so, nach dem Stiften müssen wir die Gasse nochmal holen. Und die war einfach perfekt. Echt? Diese Maschine ist krank. Das ist geil. Also Kunde wollte es gestiftet haben. Ich habe es jetzt für nicht schlecht gefunden. Es war vom Arbeitsaufwand auch okay. Ja. Und you get what you paid for. Und gut, jetzt oben kommt jetzt das Ingenieursbüro rein. Da haben wir jetzt den Boden gestern gemacht. Also, weißt du, so. Ich weiß noch, wie ich hier reingekommen bin und die Halle war leer. Wow. Ja, ist schon cool. Ey. Ja, aber wie ist das jetzt bei dir gerade mit Strom, Heizung? Das explodiert ja gerade. Ich meine, der läuft ja auch nicht mit einer 9-Volt-Akku hier. Das Problem ist auch, dass viele Leute, weil wir haben hier Hobby, das ist alles Hobby. Ne? Ist ja keiner, der hier seinen Porsche-Block aus Spaß aufbaut. Aus Nutzen drin, sondern viele Leute sagen, nee, weißt du was, bei 2,20 € habe ich keine Lust, über Nordschleife zu fahren. Dann nimm mir den Spaß, weißt du? Und ich habe letzte Woche jetzt schon 3 Leute gehabt, die mir gesagt haben, pass mal auf, eigentlich ja, aber leg das erstmal auf Eis. Bei uns aber im Moment auch. Wir haben jetzt diese Woche einen Kunden, der hat jetzt gesagt, so nee, macht er nicht mehr. Ja. Letzte Woche hat man einen Einser, der war Knitter in Driss, dann sagt die Kundin nachher auch, hatte schon Heckschaden, all sowas, ne? Sagt so, nö, lohnt auch nicht mehr. Also bei uns gehen gerade auch ein paar Aufträge tatsächlich, werden angehalten, nicht mehr weitergemacht. Ja. Aber trotz alledem so das Große und Ganze funktioniert. Ja, natürlich haben wir Arbeit, aber das ist, weißt du, gleichzeitig diese Probleme und dann wird alles teurer, Strom, Heizung, Zeug und du musst automatisch das anpassen. Und Material kommt nicht. Ja. Material hier, 90%, was hier steht, geht nicht weiter, weil irgendwas fehlt. Ja. Ja? Wir haben da so eine Auftragsliste und dann siehst du unten einen Haufen Aufträge, die wegen Material warten. Ja. Du kennst das. Aber bei dir wahrscheinlich nicht ganz so krass. Bei mir geht es ein bisschen besser, weil ich sehr viel auf Lager liegen habe. Ja. Aber da steckt halt auch viel Kapital nachher im Lager. Mhm. Das ist es.
Was denkst du, wie wird es im nächsten halben Jahr? Gute Frage. So weit gucke ich doch nicht. Ja, man muss auch immer ein bisschen überlegen, ne? Wie verändert sich grundsätzlich die Situation so? Ja, Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier auf einmal keine Arbeit mehr haben und nach der Arbeit quasi sehnen müssen. Aber ich glaube, dass wir schwerer es haben werden, irgendwie gute Aufträge zu generieren. gute Aufträge, was ist mit Finanzierung für Investitionen? Ich meine, du hast jetzt fast alles. Ja, was also eigentlich so. Ich meine, du hättest wahrscheinlich selber vor 3 Jahren gar nicht dran gedacht, dass du jetzt hier steht. Nee. Siehst du. Damit fängt das an. Du hast viel investiert. Was, wenn weniger Aufträge kommen? Du hast natürlich auch deine Abtragungen und all sowas. Das könnte auch knapp werden. Ne? Also es ist nicht nur bei dir speziell, bei uns ja genauso. Wir investieren ja auch immer fortlaufend. Ich weiß es halt nicht. Ich tue mich da echt schwer, muss ich sagen. Wichtig ist, dass du immer auf mehreren Partys tanzt. Du solltest dich nicht nur auf eine Sache fixieren. Und ich mache viele Business und mache ein paar andere Sachen noch nebenbei. Das ist so, wo man dann auch noch was. Ich frage jetzt auch gar nicht genau nach. Ja. Hast noch ein paar Wohnwägen irgendwo stehen. Ja, genau, richtig. Am Containerterminal. Lass mal das mal. Erklären wir mal untereinander. Ja gut, komm, wir müssen auch langsam zurück, ey. Ich will auch nicht in den Stau kommen, außerdem wollen wir gleich grillen. Ja. Na, bleibst du noch lange hier? Ja. Echt jetzt? Ja, auf jeden Fall. Wo grillt ihr in der Firma? Nee, wollte ich eigentlich heute Mittag, aber mittags waren wieder zu viele andere Baustellen. Deswegen denke ich morgen. Aber ich will zu Hause zumindest schon mal angrillen. Dann viel Spaß beim Grillen. Haut rein. Ciao. Hey, danke. Wieder, tschüss.